Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, Freunde. Ich sehe ein bisschen müde aus, aber ich bin eigentlich nur am Arbeiten ganze Zeit. Also das ist, glaube ich, jetzt das dritte Video, was ich bearbeite, okay? Me, hate me, you can never break me. Will me, feel me, you can never kill me. Chew me, sue me, everybody do me. Kick me, kite me, don't jump like a bite me. All I wanna say is that they don't really care about us. Heute sind wir bei der Folge Nummer 14 von Sei kritisch mit der großen Thematik und den Vorwürfen zu Kindermissbrauch und anderen Sachen zwischen Macron, Friedrich Merz und anderen Politikern und Künstlern, die sich gemeinsam auf einer privaten Party von Macron getroffen haben. Laut einem Security, dieser Security heißt Ali und von der DZ Algerie, das ist ein öffentlicher Rundfunk, der an diesem Tag dort gearbeitet haben soll als Security, hat ausgesagt, dass irgendwann um 21 Uhr, 23 Uhr kam ein Van vorbei, komplett verdunkelt und dort stiegen 5 Kinder aus und später soll er dann nur noch lautes Gestöhne, Kindergeheule und laute Musik und was weiß ich gehört haben und irgendwann später nach 4 Stunden wurden die Kinder dann mit so aufgeschwollenen Gesicht, wurden die nach Hause gefahren. So, ne? Das sind die Vorwürfe, die er im Fernsehen gesagt hatte und wir gucken uns gleich mal das Video gemeinsam an. Wenn ihr euch für diese Thematik allgemein interessiert, Christoph Hörste kennt ihr wahrscheinlich, der hat auch darüber berichtet. Also da sind auf jeden Fall schon ein paar Leute auch im deutschen Raum, die darüber berichtet haben und diese Sache sollte auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen, weil am Ende des Tages sind wir alle zuständig für den Schutz der Kinder. Das ist die oberste Priorität, die wir als Menschen tragen sollten. So, kommen wir zum Video. Le fort Brégançon est une forteresse médiévale située à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur une île près de la Côte d'Azur. Depuis plusieurs années, cette forteresse est le lieu de repos privé du président français Emmanuel Macron. Aucun autre président français n'a passé autant de temps dans cette forteresse. Ali, ancien membre de la garde présidentielle qui a servi au fort cet été, a fait une révélation choquante sur ce qui se passe derrière les portes closes du fort. À la demande de l'informateur, son vrai nom et sa voix ont été modifiés. Et si je ne me trompe pas, c'est vers 23 heures que les invités ont commencé à arriver au fort. Certains d'entre eux, je l'ai déjà vu auparavant lors des réceptions organisées par le président Emmanuel Macron, mais d'autres, je les voyais pour la première fois. Parmi les invités, j'ai reconnu Jacques Lang, aussi j'ai reconnu un autre mec qui s'appelle Claude Lévesque. Ces deux gars-là, ils sont déjà venus auparavant. Aussi, il y avait le chancelier allemand Friedrich Merz qui est arrivé un peu plus tôt avec une visite officielle au fort Brégançon. Dès le début, j'ai senti quelque chose d'étrange dans cette réunion. Tout d'abord, elle a commencé trop tard et elle a été annoncée à la dernière minute. Puis après, tous les services de protection n'étaient pas autorisés à entrer dans la salle où se tenait cette réunion. La liste des invités n'a pas été enregistrée. Et nous, on nous a dit de ne pas faire un enregistrement vidéo de cette réunion. Les enfants, Wallah, c'était des enfants. Moi, j'ai vu 3 filles et 2 garçons qui n'avaient même pas 12 ans. Ils étaient amenés dans une voiture avec des vitres teintées. Moi-même, j'ai vu leur visage effrayé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces enfants font ici, à cette heure tardive? J'ai même posé cette question à mon collègue qui ne m'a pas répondu. Mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais je suis sûr, même certain, que quelque chose d'horrible s'est passé. Car de temps en temps, j'entendais des cris, des pleurs d'enfants, des gémissements, de la musique. Et les enfants sont sortis vers 4 heures du matin. J'ai vu leur visage gonflé, j'ai vu les larmes sur leur visage, vous imaginez? So wie ihr gerade gesehen habt, das ist auf jeden Fall schon echt ein spannendes Thema. Und wenn das stimmt, dann muss auf jeden Fall etwas passieren. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, dass es sehr, sehr viele Skandale gab jetzt in Frankreich und auch in der Regierung, was Pädophilie und andere Skandale so auf sich hatten. Dafür gucken wir mal in die französischen Zeitungen, die ich euch extra rausgesucht habe. Das ist auf jeden Fall heftig, also das ist echt heavy. Die erste Nachricht ist, das war der Premierminister von Frankreich. Ich glaube, das ist ein ehemaliger. Ich weiß jetzt nicht, wann der gewesen ist, aber
das, was ihm widerfahren ist oder seiner Tochter widerfahren ist, von einer katholischen Schule, ist krass. Also, der französische Premierminister François Bayrou ist in einem sich ausweitenden Skandal um körperliche Gewalt und sexuellen Missbrauch verwickelt, der angeblich über Jahrzehnte an einer katholischen Schule in seiner Heimatregion in den Pyrenäen begangen wurde. Die Krise schwellt schon seit Wochen, nachdem sich mehr als 200 inzwischen erwachsene Opfer zu Wort meldeten, um über den psychologischen Terror, die Prügelei und Vergewaltigung zu sprechen, die ihnen angeblich von Priestern und Lehrern an der Schule Notre-Dame de Bethlehem in den 50er bis 2000er Jahren zugefügt wurden. Einige haben dem Premierminister vorgeworfen, von dem Problem gewusst zu haben, da er damals ein prominenter Lokalpolitiker und späterer Bildungsminister war. Bayrou bestritt, Kenntnis von den Missbräuchen zu haben. Doch der Skandal für Bayrou verschärfte sich diese Woche, als seine älteste Tochter Helene Perland in Interviews enthüllte, dass auch sie von einem Priester in der Schule geschlagen worden sei, obwohl sie darauf bestand, ihren Eltern nie davon erzählt zu haben. Wenn wir uns mit den allgemeinen Missbrauchvorwürfen beschäftigen, dann ist es ja meistens immer so, dass den Kindern irgendwo nicht geglaubt wird oder aber die sind sich auch irgendwo in so einer Scham gefangen, dass sie das nicht erzählen wollen, so, ne? Wegen den Konsequenzen, die darauf folgen könnten. So, und das ist ein sehr, sehr großes Problem, was wir heute haben. So, nächste Nachricht, die wir haben, ist vom 9. Dezember 2023. Frankreich nimmt 80 Personen im größten Fall von Kindersexkriminalität fest. Rund 80 Männer wurden diese Woche bei Frankreichs weitreichendsten Angriff auf mutmaßliche Kindermissbraucher festgenommen, teilten Polizeiquellen am Samstagabend, dem 9. Dezember mit. Die festgenommenen Männer, deren Alter zwischen etwa 30 und über 60 liegt, haben die unterschiedlichsten Hintergründe von gewählten Beamten bis zum Sozialarbeiter. Dazu gehören ein Gemeinderat und 2 Lehrer. So, nächste. Auch sehr, sehr krass. Französischer linker Aktivist und Politiker wurde wegen Vergewaltigung und Pädophilie verhaftet. Der ehemalige Kandidat der linksextremen Partei von Jean-Luc Mélenchon wurde mehrfach beschuldigt, ein Kindermissbrauchsnetzwerk zu leiten. Der Typ heißt Pierre-Alain Conti und haben wir ein Bild von ihm? Das ist er. Ich habe mir das extra von Grog schreiben lassen und zwar hier, September 2024 bis 25, Fall Pierre-Alain Contino. Der ehemalige LFI-Kandidat La France Insoumise, LGBT-Aktivist und Assistenzpfleger aus Ancenis, Lorient-Atlantico, wurde im September 2024 in Untersuchungshaft genommen. Er wird beschuldigt, Pflegekinder 6 Monate bis 5 Jahre alt in Orgien missbraucht und ein Netzwerk vermittelt zu haben unter Einsatz von Betäubungsmitteln. Contino, Präsident einer LGBT-Rechte-Organisation, war seit seiner Adoleszenz Ende 2000er für sexuelle Übergriffe bekannt, ohne Konsequenzen. Im Februar und Juli 2025 kamen weitere Details ans Licht, darunter ein ungesühnter Missbrauch an einem 4-Jährigen. Das politische konservative Medien haben ein Informationsschweigen seitens des Staates und der progressiven Presse angeprangert, das angeblich die Berichterstattung über den Fall minimiert habe. Ist halt auch krass, ne? Das meinte ich gerade eben. Also solche Vorwürfe werden dann halt immer unter den Tisch gekehrt und dann werden die insgeheim dann aufgearbeitet. So, weiter haben wir hier auch noch eins, das ist auch krass. Französischer ehemaliger Spion wegen Verdachts der Anordnung von Kindervergewaltigungen in Afrika verhaftet. In Afrika inhaftiert. Ein ehemaliger französischer Geheimdienstoffizier wurde in Ostfrankreich wegen des Verdachts der Anordnung von Kindervergewaltigungen in Afrika, insbesondere in Kenia, angeklagt, inhaftiert, teilten Staatsanwälte am Samstag mit. Der Mann sei am Montag festgenommen und am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden, sagte die Straßburger Staatsanwältin Clarisse Taron der französischen Nachrichtenagentur AFP. Dem 58-jährigen Mann, der aus dem Militärdienst ausgeschieden ist, wurden schwere Menschenhandel, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung Minderjähriger sowie Erfassung, Einfuhr und Verbreitung eines pornografischen Bildes einer Minderjährigen vorgeworfen, wie die Tageszeitung La Parisine berichtete, die zuerst über den Fall berichtete. Was auch sehr, sehr krass ist, dass er auch an einem Kindernetzwerk beteiligt war, das den Leuten übersees die Möglichkeit gegeben haben, halt nach Kenia zu kommen und dort halt Kinder zu vergewaltigen. Ne? Dann haben wir halt auch noch andere Skandale, die könnt ihr euch dann selbst reinschauen. Die werde ich euch einfach in die Beschreibung kopieren.
es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, dass viele Regierungsmitarbeiter da irgendwie immer dem Kindermissbrauch oder ne, Vergewaltigungsvorwürfe vorgeworfen wurden, aber auch Organisationen, die mit Kindern arbeiten, wurden das vorgeworfen. Okay, das wollte ich euch jetzt nicht enthalten. I've known people who've done every bad thing, and I've never met anybody who's even been accused of that. Yeah. And yet you're describing two clusters of people Mhm. where like tons of people in the orbit have been accused of or have in fact committed child molestation. The best part is, for me, that they kind of laugh in your face. Like they want you to know. There's an element of it that's partially sadistic. Presidential portrait, Emmanuel Macron leaning against a desk, obviously, the official presidential portrait. Yes. He chooses to put a book by Andre Gide on the table. Andre Gide is an author who admitted openly that he was a pedophile. He's a pederast. He specifically only actually molests little boys. And he would go down to Algeria, Morocco, and he would write books based on his experiences. The president of France chose to put that book on his desk for his official presidential portrait. Like there were Nachdem ich extrem diese Leute recherchiert haben oder diese ganzen Gruppen, die leben danach, deren Philosophie ist immer, wir zeigen, was wir machen, okay? Wenn wir es zeigen, ist es nicht unsere Schuld, wenn wir es weiterhin machen und ihr uns nicht stoppt. Und das heißt, glaube ich, Karmic Retribution, dieses Prinzip. Die Freimaurer haben dieses Prinzip, aber auch andere Geheimorganisationen leben danach. Jetzt kommen wir zu dem Grund, warum El Macron vielleicht so ist, wie er ist. Und das hat etwas mit seiner Frau zu tun, und zwar ist das die Brigitte. Und interessant habe ich diesen Artikel hier gefunden, und zwar nachdem die Journalistin Natasha Ray ihren Prozess gegen Brigitte Macron, ehemals Tronange, gewonnen hatte, der sie vorwarf, als Mann geboren zu sein. Mit dem Namen Jean-Michel Tronange wurden die von der Journalistin vor Gericht eingereichten Dokumente veröffentlicht. Interessanterweise erhielten sowohl Jean-Michel als auch Brigitte Regnant und Emmanuel Coca Macron eine jesuitische Ausbildung in katholischen Priesterseminaren. Jesuitische Priesterseminare, ne? Jesuiten, wisst ihr, der verlängerte Arm oder der geheime Arm des Vatikans, habt ihr in meinem Black Nobility Video kennengelernt, das ist so die CIA, ne? Und die haben halt überall ihre Stationen, und auch viele Politiker oder Präsidenten oder Mitarbeiter von Geheimdiensten kommen auch sehr oft aus dieser Schmiede. Und es ist verwunderlich, dass Emmanuel Macron und auch seine Frau Brigitte beide eine jesuitische Ausbildung genossen haben. Gucken wir mal auf Brigitte. Warum finde ich Brigitte so wichtig? Weil Brigitte sieht so aus, okay? Das ist Brigitte. So, und wenn wir uns mit der Geschichte von Brigitte auseinandersetzen, dann wissen wir, dass Brigitte eine Lehrerin war zu den Zeiten, als Emmanuel Macron 15 Jahre alt war, und sie müsste zu dem Zeitpunkt 41 gewesen sein. Ich glaube 39 oder 41. Überlegt euch mal diese Zahl, okay? 15 und 39. Das sind 24 Jahre Unterschied. Das ist eine Form von Pädophilie. Weil sonst hätte sich ja Brigitte nicht aufgezwungen mit Macron, weil sie ist ja extrem unschön, ne? Also wenn sie eine Augenweide wäre, dann würde ich sagen, okay, sie ist hübsch, aber sie ist ja überhaupt nicht hübsch. So, trotzdem aufgezwungen. Und das ist halt auch eigentlich, das ist ein Skandal. Eigentlich müsste sie dafür in den Knast gehen. Wenn das ein Lehrer gemacht hätte mit einer Schülerin, der wäre schon lange komplett weg. Aber ich habe immer das Gefühl, bei Frauen ist das immer ein bisschen harmloser gestaltet, ne, okay? Und Frauen sind genauso eklig und pervers wie Männer. Das wissen wir. So, El Macron und Brigitte zusammen auf einer Party. Das ist nicht das erste Mal. Und zwar haben sie auf ihrer Party interessante Leute getroffen. Und wir wissen ja, Macron, der müsste ja dann sowas mögen, ne? Das haben wir halt auch schon öfter gehabt mit Bush und Olaf Scholz, seine Frau, und auch andere, Michelle und Barack. Und das ist ja immer ziemlich offensichtlich, ne? Irgendwie ist das ziemlich offensichtlich in den Organisationen, aber haben wir halt zum Beispiel auch damaligen Königtümen, dass da immer irgendwie der erstgeborene Sohn oder so sich in ein Schmetterling verwandelt. So, und dann sind die da auf der Party mit den aufmerksamen Menschen, ne, die er persönlich wahrscheinlich auch mag.
Und er fühlt sich ja pudelwohl dazwischen, ne? Das möchte ich euch nur zeigen. Dann haben wir, das auch sehr, sehr interessant. Wir haben hier einen öffentlichen Funk, Europa One aus Frankreich. Da haben wir Girardelle Wösner, glaube ich, heißt die Dame. Das ist die hier. Und sie ist der Host der Show, ne? Und sie sagt über ihn aus, Macrons Frankreich ist das Frankreich der Pädophilen. Die ganze Welt weiß, dass er Pädophile unterstützt, daher diese Besessenheit von Thema Sex in Schulen. Zusätzlich zu 15 Impfungen, weil französische Kinder Geld für diesen Mann einbringen müssen, der selbst keine Kinder hat. So, ich habe mir das Video angeschaut, ich habe es leider nicht übersetzt, aber vielleicht übersetze ich das für euch. Das Video handelt eigentlich davon, dass die Pharmaindustrie in Frankreich, die natürlich von elitären Mächten gesteuert werden, aber gleichzeitig sind das auch, die hatten auch schon Skandale mit Pädophilie und die sind halt auch so ziemlich links und woke, ne? Und deren Ideologie, wir wissen ja, welche Ideologie die dann wahrscheinlich verfolgen, möchten gerne, dass Emmanuel Macron, der finanziert wird von diesen Pharmaindustrien, dass die das Thema in Grundschulen Sex aufgreifen, so wie wir das haben mit Bienen und Blumen, aber die möchten gerne, dass alle Gender vorgestellt werden und zum Beispiel auch Videos gezeigt werden, wie kleine Jungs zu Schmetterlingen heranwachsen. Wisst ihr, was ich meine? Das hat sie dann öffentlich gesagt gehabt, hat auch Baba Hate gekriegt dafür, aber ich fand das halt ziemlich interessant, euch das einmal zu zeigen, weil es sind ziemlich viele in Frankreich, ne, die eine öffentliche Meinung vertreten und ziemlich schlechte Sachen über Macron erzählen. So. Dann haben wir den Skandal, das ist mein Lieblingsskandal, das ist der Coca-Bag-Skandal. Ne, Keir Starmer, Premierminister von England, Emmanuel Nase Macron und natürlich Friedrich Rabi Merz treffen sich zusammen in einem Zug, glaube ich, war das, auf dem Weg nach Ukraine zu Onkel Pablo Zelensky. Und da auf dem Tisch ist ganz was Spannendes, weil das wurde auch im Spiegel oder auch in anderen deutschen Nachrichtenjournalen erzählt, dass das halt so ein Kamerabesuch war, der nicht geplant war, okay? Und hier liegt ein Taschentuch und hier liegt sowas wie ein Löffel. Was ist das für ein Löffel, Herr Friedrich Merz? Ne? Und er sieht das und sofort, oh, guck mal gleich, wie er in die Kamera guckt. Der vergisst, dass sein Taschentuch da noch liegt und der ist sowieso irgendwo um nirgendwo. Ah, da hat er es gemerkt. Guck mal, wie er drauf geguckt hat. Wenn das ein Taschentuch gewesen wäre, ich kack auf das Taschentuch. Hier sind meine Früchte. Ne, mein Granatäpfel und meine roten Trauben. Wenn das hier liegt, das juckt mich doch nicht. Wenn mein Taschentuch dort liegt, juckt mich doch nicht. Aber guck mal, wie er das versteckt. Und guck mal, wie er das hält. Er hält das so. Also der passt da ganz gut auf. Und er tut's auch nicht in die Tasche. So, Friedrich Merz denkt sich, ich hoffe, keiner hat mich gesehen. Ah, guck mal, ich muss den Löffel verstecken. Oh, ich glaube, keiner hat's gesehen. So, und jetzt, ich sag's euch, ich werde noch Synchronsprecher, wenn das so weitergeht. So, ich möchte euch einmal die Ausrüstung zeigen. Das sind die Coca-Bags, okay? Das ist ein Löffel und gleichzeitig zum Schneiden, okay? So, Rohr, Cruncher und was weiß ich. Jetzt gucken wir nochmal darauf. Das sieht ziemlich aus danach, dass das ein Utensil ist für Koks klein machen. Ich will ihn nicht beschuldigen, ne, Friedrich Rabi Merz. Nicht falsch verstehen. Es sieht nur ziemlich verdächtig aus. Da möchte ich euch was zu Friedrich Merz nochmal zeigen. Okay, lassen wir Macron. Ihr könnt euch Gedanken über Macron selbst machen. Aber ich möchte euch über den Skandal von Friedrich etwas zeigen. Nicht nur, dass er seine schöne Rede gehalten hat, ja, die Juden, niemand geholfen hat. So, ne? Aber in einem Kanada-Ausflug hat er nämlich, und das haben die Einheimischen dort gesehen, der ist ja so ein Hobbysportler, ne? So ein Hobby-Tötungssportler. Ich weiß nicht, wie dieses Hobby heißt, weil für mich ist das kein Hobby, aber er ist sowas wie ein Jäger, okay? Und der ist auf einer Inuit-Gemeinde, hier Inuit, das sind so die Alaska-Indianer. Und dort hat er nämlich an einer Robbenjagd teilgenommen. Da haben wir auch ein Bild,
wie er eine tote Robbe festhält. Und die Einheimischen sollen halt auch gesehen haben, wie er eine Eisbärenmama und ihre 2 Jungen umgebracht haben soll, obwohl es eigentlich verboten ist. Murs proceeded to kill the adult bear. After it, instead of leaving the orphaned cubs who would have had little chance of survival, Murs gunned down both of them. Warum kann ich mir das vorstellen, dass das genauso abgelaufen ist, wie dieser Ali das erklärt hat? Wir wissen ja, dass viele elitären Mächte, Instrumente, zum Beispiel Jeffrey Epstein Island war das beste Paradebeispiel meiner Meinung nach, wo das erste Mal das öffentlich geworden ist. Aber wir haben ja auch zum Beispiel diese Chabad-Lubavitch-Tunnelsysteme und dann haben wir halt auch noch aus dem Alten Testament oder aus dem Talmud diese Verherrlichung von Kindern und wie wichtig Kinder für Opferung gewesen ist, auch in den heidnischen Praktiken, ne? Für die Okkultisten, für die Satanisten. Wir wissen ja zum Beispiel laut Gottes Büchern wissen wir, dass Kinder bis zur Pubertät sind Engel. Okay, wenn diese Kinder sterben, gehen die direkt in den Himmel. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wisst ihr, was ich meine? Und ich kann mir halt ganz gut vorstellen, wenn du diese schwarzen, dunklen Praktiken machst und sowieso die Menschen eigentlich nur als Vieh betrachtest, so wie es eigentlich auch ist, oder als Sklaven, als Nutztiere, dann kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass deine Ideologie ist ja sowieso satanisch, dunkel, bösartig und menschenfeindlich. Und die größte Ansage gegen Gott wäre es, wenn du seine Engel tötest. Tötung von Kindern ist eine Rebellion gegen Gott. Und diese Leute sind bereit, sich mit Gott anzulegen. Das ist ja ihre Ideologie. Die wollen Gott auf diesem Planeten hier runterbringen, damit sie ihn töten können. So. Und ob das klappt oder nicht, juckt mich nicht. Aber alleine, wenn deine Ideologie schon sowas verfasst, bist du für mich ein... Weißt du, was ich meine? Dann bist du für mich auch ein Feind. So, und deswegen kann ich mir das ganz gut vorstellen. Die haben ja sowieso sehr, sehr oft auch ihre perfiden Fantasien. Und wenn du dann Macht hast, dann kannst du ja auch deine perfiden Fantasien ausleben. Und dieses Netzwerk von diesen Leuten wird immer größer und größer. Und auf einmal werden sie Präsident und auf einmal werden sie Bürgermeister. Und auf einmal nehmen sie irgendwelche wichtigen Institutionen oder Organisationen oder irgendwelche Menschenrechtsgruppierungen, nehmen sie teil oder werden sogar das Oberhaupt. Und das sind die Leute, die auf uns dann einregieren werden. In Zukunft oder auch jetzt. Und die haben diese Fantasien. Versteht ihr, was ich meine? Die haben nichts Gutes für uns Menschen. Das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden, Freunde.